Hi, ich bin Bennett. Hi, ich bin Annika und ich habe euch heute 10 Tipps für Frauen auf Motorradreisen mitgebracht, egal ob als Fahrerin oder als Sozia. Das heißt natürlich nicht, dass die generellen Tipps nichts für uns Frauen sind und andersherum kann sich auch ein Mann hier vielleicht noch die ein oder andere Sache mitnehmen. Ich fahre selbst, seit ich 18 bin und bin schon auf vielen großen Motorradreisen unterwegs gewesen und diese 10 Tipps kann ich euch aus meinen eigenen Erfahrungen besonders ans Herz legen. Tipp 1. Wir steigen gleich mit einem heißen Thema ein, und zwar mit der Unterwäsche. Ihr solltet euch unbedingt nahtlose Unterwäsche zulegen. Am allerbesten auch mit einem kleinen Bein, so dass es auch keine Naht am Po gibt. Auf Touren sitzt man ganz lange auf dem Motorrad und durch die Nähte, die am Po sind oder am Bein, können Po oder Beine einschlafen, was sehr unangenehm ist. Auf jeden Fall solltet ihr auf alles verzichten, was Schnüre, Spitze oder Nähte im Intimbereich hat. Das kann durch die Vibrationen auf dem Motorrad zu sehr schmerzhaften Wunden führen. Die schicke Unterwäsche könnt ihr ja wieder anziehen, sobald ihr vom Motorrad absteigt. Tipp 2. Im Sommer mit dem Motorrad unterwegs zu sein, ist traumhaft schön. Leider ist es meistens viel zu heiß in der Kombi, sobald man ankommt. Deshalb kann ich euch einen Hack von mir sehr empfehlen, und zwar ziehe ich im Sommer immer dünne Kleider unter die Kombi, die ich in der Hüfte einmal falten kann. Und eine dünne Strumpfhose habe ich sowieso drunter, damit mir die Lederkombi nicht am Bein klebt. Und so könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel auf einer Ausfahrt seid und dann eine Stadt anschaut oder an einem See ein bisschen Zeit verbringt, einfach die Kombi ausziehen und habt innerhalb von einer Minute ein super leichtes Sommeroutfit und müsst nicht in der Kluft schwitzen. Tipp 3. Nie mit einem Pferdeschwanz oder mit offenen Haaren fahren, sondern immer mit einem Knoten oder einem Dutt. Für kurze Strecken ist das erst einmal egal. Für längere Touren macht es aber einen extremen Unterschied. Weil ich Zöpfe selber nicht gerne mag, bin ich einmal 4 Wochen mit einem offenen, losen Pferdeschwanz gefahren und habe damit das untere Drittel meiner Haare nachhaltig kaputt gemacht. Tipp 4. Sonnencreme ist oft schmierig und eklig, besonders unterm Helm. Allerdings auf langen Touren definitiv ein Muss. Besonders für mich, ich muss immer eingecremt sein wegen meiner hellen Haut. Ich kann euch da empfehlen, keine Sonnencreme oder keine herkömmliche Sonnencreme zu nehmen, sondern auf eine Gesichtscreme zurückzugreifen, zum Beispiel auf so eine. Ich benutze im Moment diese hier. Diese Cremes sind viel leichter, ziehen besser ein und es ist nicht so eine schmierige Angelegenheit wie eine Sonnencreme auf der Haut. Tipp 5. Falls ihr oft friert oder mit solchen lästigen Sachen wie Blasenentzündungen zu kämpfen habt, dann kann ich euch in eurem Gepäck eine kleine Wärmflasche empfehlen. Die wiegt fast nichts, nimmt fast keinen Platz weg und heißes Wasser bekommt ihr an jeder Ecke. Bei mir gehört es zum Standardgepäck und auf so mancher Tour nach einem langen Regentag oder Schnee, wer weiß, was einem auf so einer Tour alles begegnet, hat mich das so manches Mal gerettet und wieder durchgewärmt. Und wenn es hart auf hart kommt an einem Regentag, wo kein Ende in Sicht ist, kann man sich diese Wärmflasche sogar an der Tanke füllen und in die Jacke stecken vorne. Das macht euch auf jeden Fall für den Moment wieder warm und hilft sehr auf der Fahrt. Tipp 6. Packt eure Hygieneartikel unbedingt noch einmal extra in einen wasserdichten Beutel. Nach langen Tagen im Regen oder komplettem Weltuntergang kann auch das dichteste Gepäck einmal durchweichen und wem nutzen aufgequollene Tampons schon etwas. Das ist vielleicht ein unangenehmes Thema, aber ihr seid auf der sicheren Seite, wenn ihr einfach die Hygieneartikel immer noch einmal in einen extra Ziploc-Beutel tut, der wasserfest ist und das war's. Dann seid ihr sicher und für jeden Fall gerüstet. Tipp 7. Ich liebe Ohrringe und trage am liebsten immer welche, auch wenn man sie wegen meinen Haaren manchmal nicht sieht. Wenn ihr das auch tut, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, keine Ohrringe mit größeren Steckern oder größere Kreolen, die nicht einfach aufgehen, zu tragen. Denn wenn man sich den Helm absetzt, reißt ihr euch im schlimmsten Fall das Ohrläppchen durch. Wenn ihr also Ohrringe tragen wollt, dann nehmt am besten solche, wie ich, die einen einfachen Bügel haben und im Notfall aufgehen würden. Tipp 8. Immer eine doppelwandige Trinkflasche einpacken. Meine ist schon etwas ruiniert von den ganzen Reisen. Trotzdem versorgt sie mich zuverlässig mit kalten Getränken an heißen Sommertagen und mit heißen Getränken, viel wichtiger, an Regentagen oder an kalten Fahrtagen, die lange sind. Wie gesagt, heißes Wasser bekommt man an jeder Ecke, egal, selbst im hintersten Winkel von Rumänien. Teebeutel habe ich sogar meistens immer dabei, kriegt man aber auch an jeder Ecke. Und so habt ihr an einem heißen Regentag einfach immer griffbereit ein Getränk
das euch durchwärmt in jeder Pause, statt auch noch ein kaltes Wasser dabei zu haben. Tipp 9. Auf Motorradtouren kein Parfüm einpacken und Cremes oder flüssige Shampoos noch einmal extra zukleben. Sobald es hoch in die Berge geht, ändert sich der Luftdruck und eure versiegelten Glasflaschen und im Zweifel auch solche Deos mit flüssigem Inhalt platzen euch. Ich habe auf Touren meistens auch aus Platzspargründen einfach ein festes Shampoo dabei, damit kann euch sowas nicht passieren. Tipp 10. Und zu guter Letzt, falls ihr euch schminkt, dann macht das am besten eine Weile bevor ihr abfahrt und bevor ihr entsprechend den Helm aufsetzt. Das hilft sehr, sodass das Ganze nicht im Helmfutter landet. Und dann ein Tipp für nach den Touren. Das komplette Helmfutter kann man auf ganz einfache Weise entfernen und einfach in die Waschmaschine hauen. So startet ihr zu eurer nächsten Tour dann auch wieder mit einem sauberen Helm und einem angenehmen Gefühl. Damit wünsche ich euch eine gute Fahrt und tolle Touren. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Tipps für Touren sind, sodass ich das auf meiner nächsten Tour ausprobieren kann. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr Bennett ein Abo dalassen könntet. Dann sehen auch wir uns sicher wieder, falls ich auf der nächsten Tour mitfahren darf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! We're dancing in the bright light.